Heute zeige ich euch, wie ihr eine Hose im Schritt repariert. Make a Maut Sewing. Nähen mit der Maus. Hier seht ihr meine kaputte Hose. Ich wende sie auf links, damit ich an die Innenseite des Loches komme. Dort lege ich mir Flieseline drauf. Dieses muss etwas größer sein wie das Loch. Bügle das Vlies auf. Ich verwende als Unterlage ein Bügelkissen. Das erleichtert das Bügeln. Wie man so eines macht, zeige ich dir in einem separaten Video. Statt dem Vlies kannst du auch passenden Jeansstoff verwenden. Gerade wenn das Loch größer ist, kann dieser durchblitzen und dann wäre das schöner. Wenn du Jeansstoff verwendest, nähst du entweder ein Quadrat außen um das Loch zur Befestigung oder du klebst es mit doppelseitigem Klebevlies oder Transferfolie an. Allerdings ist es bequemer, je dünner der Flicken ist. Das Garn sollte in der passenden Farbe ausgewählt werden. Lege dir dieses dafür auf die Jeans und wähle die Farbe aus. Ich verwende zum Nähen einen Stick- und Stopffuß. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen. Wenn du keinen hast, geht es aber auch mit einem normalen Standardnähfuß. Das zeige ich dir später. Wenn du einen größeren Stickrahmen hast, wie ich hier, kann dir dieser beim Nähen sehr hilfreich sein. Um den Stick- und Stopffuß zu verwenden, muss der Transporteur versenkt werden. Je nach Maschine kann das mit seiner Abdeckplatte oder mit einem Schalter passieren. Platziere dann das Loch unter den Nähfuß und beginne mit dem Nähen. Durch den versenkten Transporteur musst du den Stofftransport selber übernehmen. Das ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig. Allerdings geht es so viel schneller und einfacher wie mit dem Standardnähfuß. Nähe am besten auf mittiger Geschwindigkeit. Ich verwende hier eine Universalnadel. Verwende auch gerne eine Jeansnadel. Ich habe hier etwas kreuz und quer genäht. Schöner wird es, wenn du nur in eine Richtung der Fasern nähst. Nach dem Nähen stellst du den Transporteur wieder zurück. Gegebenenfalls kannst du jetzt noch überstehendes Vlies abschneiden. Wenn du mit dem Standardnähfuß nähen willst, benötigst du den Transporteur. Nähe dann einfach im Zickzack, vorwärts und rückwärts oder immer vorwärts und den Stoff drehend. So geht es genauso, nur es dauert halt etwas länger. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schau dir gerne noch mein Hosenkürzen-Video an oder meine Nähanleitungen. Ansonsten sehen wir uns am Dienstag in 2 Wochen wieder. Tschüss!